Also, sind wir Brüder oder Cousins hier? Wir sehen uns schon ein bisschen ähnlich. Oder wie manche sagen würden, Cousins. Cousins. Vetter. Vetter Butch. Vetter ist ein Vetter schöner, Butch und Vetter Bob. schöner Folgentitel. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Videos hier auf diesem Kanal wiedersehen werden. Yay! Yay! Wir nehmen Stardew Valley auf. Achso, Endlich wieder. ich wollte noch erwähnen, ich bin's, Bob. Also der echte Bob. Stimmt, es ist nicht Nachvertonungsbob. Nicht Nachvertonungsbob. Hofft man Es jedenfalls. Es ist Live-Aufnahme-Bob. Live-Aufnahme. Haben ja lange nichts von dir gehört. Wie geht es dir? Was hast du so gemacht in der Zeit? Gut. Ja, ich habe Stardew Valley nachvertont. Ach, Oder schön. nachgesprochen. Schön. Ich habe es ja nicht komplett Oh. nachvertont. Das wäre auch richtig hart, ne? Ingame-Sound auch weg. Ja. Dann müsste ich so den Regen nachmachen. Und diese komischen Geräusche, die hier ab und zu Ich entstehen. hätte es wirklich nicht erkannt, wenn du es nicht gesagt hättest. Also es klang wirklich echt original. Was jetzt genau? Na, wie du das nachgemacht hast, die ganzen Umgebungsgeräusche und so weiter. Achso, ja, beim letzten Mal meinst du ja. Ja. Ja, hab mir wirklich, extra echt Mühe gut. gegeben. Ja. Warum steht das Ach, jetzt? witzig. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mein Spiel stockt. Irgendwie. Na egal. Meins läuft flüssig. Auch deine Stimme heute. Ich höre dich fast gar nicht. So, warte mal, die Störe wollen irgendwas. Wollen nicht gestört werden. Ah! 3 Omnigeoden. Habe ich die dabei? Achso, ja, Nein. stimmt, das hatten wir letztes Mal schon. Dass wir die da mal reinballern müssen. Oh, da sind das ja Old News. Old News. Eine neue uralte Frucht. Also Pflanze, hab ich's nicht. angesät. Ja. Ihr wisst Ach, was sehr ich schön. meine. Ach, was Sehr haben wir schön. überhaupt gemacht, Butch? Was haben wir getan? In den letzten Folgen? Ja. Das ist eine gute Frage. Wir haben mal über Themen gesprochen. Und tatsächlich. Du hast über Themen gesprochen. Ich weiß nicht, welche Themen, aber ich habe neue Themen. Ich weiß noch, autonomes Fahren war auf jeden Fall ein Autonomes Thema. Fahren war auf jeden Fall dabei, das stimmt. Ja. Warst du schon bei den Tierchen unten? Nee, ich war Nee. noch nie jemals bei den Tierchen, glaube ich. Das ist Okay, natürlich Quatsch, ich aber bin bei den ich gehe Tierchen. ich geh da nicht so gerne hin. Echt Ich mag nicht? die nicht so. Nee, ich mag die nicht so. Ich finde die sind Ente für immer mich toll, weil die so macht. Ja, gut, das ist cool. Enten sind cool. Aber Enten sind echt cool. die Tiere sind für mich in diesem Spiel irgendwie so nur so Mittel zum Zweck, so ein bisschen, muss ich zugeben. Oh, da ist Wein. Wein fertig. Da ist Wein fertig. Ich mag die Tiere. Ich mag, wenn Wein fertig ist. Denn das heißt Money, Money, Money. Bob, Bam, 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 bam. Ja, was ist denn los? Du hattest Themen. Erzähl mal. gibst du Trinkgeld? Also, ich habe schon mal Trinkgeld gegeben in meinem Leben, ja. Was hältst du von Trinkgeld? Ja, finde ich prinzipiell gut. Ich finde Trinkgeld scheiße. Fertig. Echt? So generell scheiße? Oh, okay. Ich finde, ich finde es nicht generell scheiße. Wenn es vernünftig laufen würde. Mit der Trinkgeldterei. In der Trinkgeldlobby. In Amerika ist es ja zum Beispiel so, Das ist dass du furchtbar. ja mehr oder weniger Trinkgeld geben musst, ne? Naja, also, Oftmals. Also das ist ja wirklich. gesetzlich kann ich niemand dazu verpflichten. Nee, aber das ist so. Das ist wie wenn. Gibt es ein deutsches Gleichnis dazu? Wüsste ich jetzt nicht. Ja, weiß ich. Nicht danke und aber- bitte sagen. Ja, sowas so. Oder wenn du gar Ist nicht schon erst guten wirklich Tag so, ne? sagst. Ist schon Wenn auf du- dem wenn du Level eigentlich wenn du einen alten Opa sofort duzt oder so. Das wäre wahrscheinlich Ja. auch so. Das Ja, Moment ist so. irgendwie sowas auf der Ebene ist das auf jeden Fall. Und es stört mich so ein bisschen, weil ich mag es nicht, dass Leute, also wenn du zum Beispiel, wie man es halt meistens hat in der Gastronomie, ne? Ja. Gehst in ein Restaurant und gibst dem der kellnierenden Person Ja.
gibst du ja dann Trinkgeld meistens. So. Ja. Weil das so nett war oder so, aber im Endeffekt machen die ja eigentlich nur ihren Job. Ja. Und okay, ja. Ich finde es ein bisschen fragwürdig, dass diese Art von Jobs oftmals darauf ausgelegt sind, dass die Trinkgeld bekommen und die eigentliche Bezahlung fast zu niedrig ist für die, um vernünftig zu leben, sagen wir mal. Und die ohne Trinkgeld quasi viel schlechter dastehen würden. Und ich finde das zum Beispiel in Amerika dann auch so recht verwerflich. Auf jeden Fall. Dass die da verdienen die ja noch weniger als KellnerInnen. Und ohne Trinkgeld sind die da. Es gibt ja sogar Restaurants, da kriegen die nur Trinkgeld. Also da kriegen die ja nicht mal eine normale Bezahlung, sondern da kriegen die nur Trinkgeld. Habe ich von der Katjana Gerz gehört. Die ist halt ja so krass und so. Nee. Und das verstehe ich nicht. In Japan zum Beispiel ist es so, da gibst du kein Trinkgeld. Das ist, die rennen dir auf der Straße hinterher, wenn du versuchst, denen Trinkgeld zu geben und geben dir das zurück. Krass. Also das ist, weil das für die einfach normal ist, dass guter Service eben zum Job und zum Restaurantbesuch dazugehört. Und im Endeffekt, ja, ist es so. Finde ich. Also du bist ja... Warte mal kurz, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Höhlenpatrouille haben wir noch. 50 Staubgeister töten und uns fehlen noch 7. Das heißt, ich gehe wohl dann mal kurz in die Höhle. Ja, ich bin auch hier gerade. Gehe ich auch kurz rein. Okay. Ja, und das nervt mich so ein bisschen. Also dieses System von... Also ich kann es ja zum Beispiel verstehen, wenn dir jetzt irgendwie Getränke geliefert werden. Das gibt ja hier so ein paar Getränkelieferanten Jobs oder Services in Berlin. Und wenn die dir irgendwas hochschleppen und so weiter, dass man dann noch so ein bisschen Trinkgeld gibt oder sowas oder bei überhaupt Lieferdiensten. Irgendwie ist das auch okay. Ich finde es auch an sich im Restaurant okay, wenn man Trinkgeld gibt. So, ich will das ja nicht, das will ich ja damit nicht sagen, aber dass man davon ausgeht. Ich habe Höhlenpatrouille erfüllt. Geil. Ach, die Eier zu Gast noch. Eier Dann zu Gast, ja, da haben wir das. noch Zeit. Aber wo ich jetzt sowieso mal in der Mine bin, kann ich ja noch ein bisschen hauen. Mach das. Ja. Ja, weiß ich nicht. Trinkgeld finde ich doof. Ja, ich finde es prinzipiell okay. Ich habe da früher eine ganz andere Meinung gehabt. Also früher habe ich quasi kein Trinkgeld gegeben. Weil ich auch dieser Ansicht war, es ist halt euer Job. Ne? Ja. Und also wenn ich Trinkgeld gegeben habe, dann einfach, weil mir irgendwas richtig, richtig gut gefallen hat. Keine Ahnung, nach welchen Kriterien ich das dann gemacht habe oder so. Aber da war ich halt sehr, picky quasi. Ja. Oh shit, ich glaube, wir haben gar nicht genug Eier. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen, Verzeihung, ein bisschen lockerer drauf, was Trinkgeld geben angeht. Also gebe das auch schon mal häufiger. Dass das in Amerika quasi dazugehört, also dass das schon quasi einkalkuliert wird und all sowas, finde ich halt richtig seltsam, strange, fragwürdig, das, was du auch alles gesagt hast. Finde ich halt unmöglich. Ich war auch damals super verwirrt, als ich da war. Und da gibt es halt so richtig, ich glaube, meine Gastmutter hatte wie so ein kleines Kärtchen, Karteikärtchen oder so, wo dann quasi die Prozent oder irgendwie so drauf stand, so wenn du so und so viel eigentlich bezahlst und zu so und so viel bist und dann gibst du halt so und so viel Prozent Trinkgeld und ich dachte mir so, Alter, hä? Also weil da war ich halt immer noch so der Meinung, aber man gibt doch Trinkgeld einfach nur, wenn so als Bonus, wenn einem etwas gut gefallen hat, wenn der Service hervorragend war, irgendwie sowas, ne? Ja, was einem halt das schon. Trinkgeld wert ist. Und sie so, nee, das gehört hier so dazu, quasi. Und ich so, also ich habe die Welt da nicht mehr verstanden.
Ich verstehe das aber auch bis heute nicht. Ich finde das ganz schön, ich finde das nicht okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also in Amerika finde ich das auch immer noch nicht okay. Also, weil ich gebe ja auch immer Trinkgeld, wenn ich irgendwo bin. So, ich habe überhaupt kein Problem damit, Trinkgeld zu geben. Aber dieses wirklich, ja, denn man sollte so und so viel geben, ist halt völliger Quatsch, ey. Ich muss erstmal über gar nichts in dem Bereich. Ich sollte auch nichts. Wenn ich das Gefühl habe, so, ey, irgendwie, ich bin gut drauf, ich gebe heute mal 5 Euro Trinkgeld. Aber ich gebe doch keine. Also da geht es ja wirklich in den Zehnerbereich oftmals irgendwie. Dass du da halt auch einfach so strikt nach Prozenten irgendwie berechnen, ist ja auch einfach totaler Schwachsinn. Ja. Ich finde das ja sowieso Quatsch, das ist ja in Kanada auch so, dass wenn du da auf die Rechnung guckst, dass da immer erstmal der was ist das, Bruttopreis erstmal draufsteht. Und dann irgendwo steht ganz versteckt in der Ecke, weil die Leute fühlen wollen, was der Staat ihnen quasi wegnimmt. Und ich denke mir so, ey, seid ihr doof? Warum? Also ich will doch auf der Rechnung sehen, was ich bezahlen muss und nicht noch irgendwie kurz 25% irgendwie Kopf rechnen, um das irgendwie noch dazu zu... Naja, das ist... Nee. Keine Ahnung. Sag mir, was ich bezahlen muss und gut ist. Ja. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die geben dann den Postbotinnen Trinkgeld. Das habe ich tatsächlich auch aber schon mal überlegt. Und ich habe sogar schon festgestellt, dass ich hatte es jedenfalls gelesen, kann natürlich auch ein Einzelfall gewesen sein, so, aber es war halt auf der schlechtesten Social-Media-Plattform aller Zeiten, Twitter. Oh. Okay. Ja. Dass da ein Postbote geschrieben hat, ja, und dann habe ich irgendwie noch ein Paket hochgebracht und bla bla bla. Und dann kriegt man noch nicht mal, also es ging darum, dass sich jemand beschwert hat, dass das Paket irgendwie nicht angekommen ist, obwohl die ganzen Tag zu Hause waren und es hat aber nicht geklingelt und dann, ja, wir konnten sie leider nicht antreffen. So. Und dann hat sich da ein Postbote irgendwie mit eingestellt und hat gemeint, ja, aber manchmal ist es halt logistisch auch nicht machbar, bla bla bla, was auch immer. Und dann gibt es auch noch unfreundliche Kunden und so weiter und dann geben die nicht mal Trinkgeld und dann dachte ich mir, was? Moment mal. Also, hä? Moment mal, seit wann gebe ich Trinkgeld beim... Nein? Ja, da dachte ich mir auch so, nee. Also und vor allem diese Erwartungshaltung dahinter. Genau, dieses aber Verlangende, ja, auf jeden Fall. Bin ich absolut fehl am Platz. Es ist schon 22:50 Uhr. Ja. Was mache ich eigentlich hier den ganzen Tag? Ich bin in der Mine und hol Kupfer. Das mache ich. Das ist doch vernünftig. Ich habe wieder ein paar Bäume gefällt. Das ist gut. Nee, aber ja, diese Erwartungshaltung. So, what the fuck, Alter. Also, ich habe echt schon mal überlegt, also nicht Trinkgeld zu geben, aber hatte ich ja, glaube ich, mal im Stream bei dir kommentiert, dass ich überlegt hatte, unserem einen DHL-Boten mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwelches Naschi-Zeug oder so dann zuzustecken, weil der ist immer so, der ist immer gut drauf, der klingelt auch, ne, der bringt das vorbei und bla, keine Ahnung. Ja. Total cool und so. Der achtet sogar ein bisschen da drauf, als du mir zum Beispiel ein Paket geschickt hast. Da stand ja natürlich Bob drauf und dann war der verwirrt, weil sonst steht ja ein anderer Name drauf. Mein anderer Name. Rieke. Genau. Und da hat er sogar extra nochmal nachgefragt, ja, und wie ist das und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, ist Spitzname. Ach so, okay, ja, cool. Also der achtet halt so da drauf, ne? Nicht nur so, hier ist dein Paket, scheiß drauf, sondern der achtet halt schon wirklich darauf, dass das auch ordnungsgemäß alles abläuft. Und da dachte ich mir so, dem müsstest du eigentlich halt auch mal irgendwie irgendwas zustecken, aber dann ist halt so die Frage, was machst du halt, ne? Also Geld finde ich irgendwie auch komisch, muss ich zugeben. Ich finde es halt wirklich toll, irgendwie ein Paket an dich selber zu schicken und das halt das Geschenk sein zu lassen und dann bringt halt das dir. Witzig. Und dann hier, nee, das ist eigentlich für dich. Aber die Gefahr ist halt zu hoch, dass er vielleicht dann doch mal irgendwie krank ist und genau in dem Moment krank und dann kommt halt Vertretung für ihn oder irgend sowas. Und dann ist halt die ganze Überraschung natürlich hinüber. Aber die Idee ist natürlich mega. Mein einer Postbote ist auch richtig cool, weil der hat auch mal mitten auf der Straße irgendwie angehalten, als ich an ihm vorbeigegangen bin.
Hat dir das Paket gegeben? Und hat mir das Paket gegeben. Hey, ja, weil du bist der Einzige nachher an der Adresse und dann brauche ich das nicht hinbringen. Ja, geil. Brauche ich da nicht hinfahren. Ja, Hier, geil. kriegst du schnell. Oh, Das einzige 51. Problem ist immer, dass man die Pakete, und Briefe, die man von ihm bekommt, auch gleich rauchen könnte. Weil die einfach so... Nein! Ist ja schon 2. Ach, Ich Butch, war am ey. Lager. Alter, das ist jetzt, glaube ich, 3 Episoden hintereinander dann passiert, dass du in Ohnmacht Wirklich? gefallen bist. Cool. Neuer Rekord. Geil. Ist ja Ah, nicht ja. schlimm. Kann man doch mal machen. Kann man mal. Na, was soll der Geiz? Aber echt. Harvey muss Ich ja auch hab von mich was da nicht leben. so. Oh, große Hilfe habe ich erhalten als Erfolg. Wahrscheinlich, Das weil ich... berühmtes Omelett, habe ich das nicht schon angenommen? Gasomelett habe ich schon abgegeben. Ja. Ich habe auch noch ein Omelett von Penny bekommen. Wo Voll ist denn eigentlich, Abigail. Und wo ist denn eigentlich Der Tucking- Penny? Meine der Tucking- Schwägerin. Voll Ey, siehst du, schnell Butch? vorbei hier. Ich habe übrigens überlegt, Ja, wir sind ja hier beide, also genau, wir sind beide hier in Stardew Valley. So. ja, Und wir sind ja beide auf einer Farm. ja. Und dann habe ich den einen Tag über Verwandtschaftsverhältnisse nachgedacht. Okay. Weil, Moment, was ist hier? Danke, dass du, vielleicht nächstes Mal selbst um sie kümmern. Nimm diesen Gegenstand, ich habe ihn im Hinterzimmer gefunden. 10 Kirschbomben. Wow. Danke für nix, Clint. Störleich. Und so in der Anfangssequenz, ne, hier oben rechts in der Ja. Infocard, die allererste Folge Stardew Valley, Mhm. haben wir ja mit unserem Opa gesprochen. Ja, So, das heißt, wir beide haben denselben Opa. das stimmt. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Das heißt, wir sind halt entweder hier in diesem Spiel Brüder oder Cousins. Ja, Es gibt halt nur, also, wir ja. brauchen irgendwelche Hinweise. Sind wir Brüder oder Cousins hier? Oder Wir wie sehen uns manche schon sagen ein bisschen, würden, wir sehen uns schon ein Cousins. bisschen ähnlich. Cousins. Vetter. Vetter Oh, Butch. Vetter ist Vetter ein Butch schöner. und Vetter Bob. Finde ich gut. Schöner Folgentitel. Vetter Butch Nee, und Vetter dann, Bob. weil ich nämlich dann überlegt hatte, ja, dann ist Penny ja gar nicht meine Schwägerin, wenn wir jetzt Cousins sind, sondern sie ist halt einfach, ich glaube, diese Bezeichnung gibt's gar nicht dann. Also Sie ist einfach nur Penny. Schwippschwägerin oder wie sich das dann so nennt. Ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht, was Penny natürlich wäre. Ich würde sagen, wir sind Brüder. Ja, dann ist sie die Schwägerin. Ja. Das war ja einfach. Ich würde sagen. Was würdet Bro. ihr vielleicht sagen? Was sagt denn hier das Butch und Publikum? Bro Bob. Robert finde ich gut. Ich habe noch Geoden, die müsste ich noch machen. Ich krieg gerade voll keinen Rhythmus rein in dieses Spiel. Das ist ganz schlimm. Nee, ich auch nicht. Oh, wir haben zu lange nicht aufgenommen. Abigail habe ich auch nicht gesprochen. Hey, guck mal, wo ich bin. Siehst du das? Du bist im Haus. Oh mein Gott. Abigail scheint nicht an einem Gespräch Okay, das interessiert muss zu ich sein. nochmal machen. Ich muss ihr was schenken, warte. Ich muss mal kurz ein... Ich bin Du wirklich, bist- ich komme hier im Haus raus. Ja, das ist ja geil. lustig. Das ist echt lustig. So, ich hole jetzt mal... Glitch gefunden. Das kann jedes Kind. Das ist ja der Hammer. Cool. So, Ähm, ich schenke jetzt Abigail was. Ja, schenk mal deiner Schwägerin was, ne? Weil dann ist ja, Juanita ist ja dann quasi meine, Deine Nichte. ja, genau, meine Nichte. Ja, finde ich cool. Juanita. Großartiger Name. Ja. So. So, was muss ich jetzt noch machen? Ich habe noch Sammeln. Ich Ach, hier ist muss Kupfer zu erst zwei noch. Clint. Wir wollten Werkzeuge verbessern und so. Genau, das müssen wir noch machen. Aber erst hole ich noch 2 Kupfer. Da ist schon wieder Wein fertig. 2 Kupfer müsste man ja hier irgendwo noch finden. Ja, wir haben noch ganz, ganz viel Kupfer. Glaube ich. Ansonsten Butch. Achso, Trinkgeld hatten wir jetzt abgeschlossen, ne? Ja, schon. Also ist halt so. Ich würde es halt für sehr guten Service geben. Wie gesagt, ich In gebe es Amerika ja ist auch es so. Ich habe da ja gar furchtbar. kein Problem damit, ne? Aber es darf halt auch einfach nicht erwartet werden oder Voraussetzung für irgendwas sein. Genau. Das ist So, albern. jetzt habe ich natürlich das ganze Kupfer vergessen. Jetzt habe ich Okay. nur 2 Kupfer dabei. Egal. Dann
Dann, Butch, habe ich jetzt ein Thema, was wieder ein bisschen Gaming-relatierter ist. Und zwar habe ich mit Sarah schon mal drüber gesprochen gehabt, dass wir für genormte Tastenbelegungen plädieren. Ah, ja. Das ist mir nämlich letztens wieder aufgefallen, als Flasky spielt ja gerade so die ganzen Assassin's Creed-Teile, ne? Das stimmt. Und da hat er auch am Anfang nämlich ein bisschen mit der Tastenbelegung einfach zu kämpfen gehabt. Ja, die war da auch aber echt schlimm. In den ersten Teilen. Naja, ich finde, dass sie sich bis Unity, also soweit ich jetzt gespielt habe, hat die sich gar nicht so krass unterschieden, so nach dem Motto. Fandest du? Ich fand schon, ja. die war echt viel anders. Und Mann, habe immer noch ein bisschen Husten, Verzeihung. Ja, und deswegen genormte Tastenbelegung. Also das zum Beispiel, Mann. Genau, als ich letztens Tomb Raider angefangen habe, den allerersten Teil, da ist mir das nochmal aufgefallen. Da wollte ich dann so, ja, Rennen ist doch halt Shift und so, aber nee, da ist Gehen dann Shift und Crouchen ist doch eigentlich Alt, aber da ist halt Springen auf Alt und da ist, dadurch, dass du ja noch nicht mit Maus gespielt hast, ist halt Schießen auf der Leertaste, aber da eigentlich ist doch, auf der Leertaste ist doch eigentlich Springen und so und Alter, sowas. Super verwirrt war ich da. Ich musste mir die Tastenbelegung 1000-mal anders hinbasteln, weil man einfach so anderes gewohnt ist mittlerweile. Ja, aber genau, du sagst es ja schon. Mittlerweile ist man anderes gewohnt, weil sich ja sehr viele Spiele mittlerweile an diese mehr oder weniger Norm halten. Na, zum Teil. Also, ja, zum Teil, nicht ganz, aber zum großen Teil. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel, wenn man sich den ersten Gothic-Teil anguckt, das ist auch schlimm. Ja. Also das ist wirklich eine ganz schlimme Steuerung, die mich auch immer wieder verwirrt. Weil du musst etwas anvisieren, dann musst du es irgendwie anklicken und dann aber auch noch irgendwie nach vorne drücken, um damit zu interagieren. Es ist so völlig diffus. Ja. Also völliger Quatsch. Damals gab es aber dieses Konzept von WASD nicht. Ja, eine WASD schon, aber eben nicht in dieser Form, dass gerade die Interaktion mit Sachen, dass die echt nur auf einer Taste waren irgendwie. Und im Endeffekt, ich weiß auch gar nicht, ob ich das so schlimm finde, weil ich einerseits denke, die haben sich ja irgendwie schon was dabei gedacht und jeder hat dann halt damals irgendwie versucht, eine Tastenkombination für sein Spiel zu entwickeln, die halt irgendwie da sinnig ist. Ne? Und um dann eben auch, gerade wenn es um Kombinationen geht, da eben auch noch Platz zu schaffen für anderweitige Kombinationen, sodass zum Beispiel Kürzel oder einzelne Tasten dann einfach eine ganz andere Aufgabe erfüllen. Und wie zum Beispiel mit E und Q. Ne? E und Q. Gerade E ist ja oftmals irgendwie interagieren, so mit irgendwas. Kann aber eben dann auch irgendwie so dieses Ausweichen sein oder nach so schräg weggehen. Weißt du? Also, wie gesagt, das muss ja jedes Entwicklerteam irgendwie für sich selber herausfinden, wie sie das am besten machen. Aber ich glaube, das war damals an sich schon ganz cool, um herauszufinden, ja, wie funktioniert jetzt eigentlich die Steuerung? Und mittlerweile sind wir einfach verwöhnt, was das angeht. Ja, stimmt schon. Naja, aber ich sehe es auch wie du. Also natürlich fängt man jetzt immer an, da irgendwie, wenn ein Spiel losgeht, gut, dann für WASD, Shift, Leertaste und dann los geht's. Ich finde es auch immer wieder schlimm, wenn man in einem Spiel nicht springen kann. Wenn man in einem Spiel nicht springen kann? Ja. Also gut, in Stardew Valley ist das jetzt nicht so erforderlich, würde ich behaupten. Ja, aber ich meine jetzt in diesen 3D ich guck von hinten Third-Person Spielen. So, wenn man da nicht springen kann, weil für mich das keinen Sinn ergibt, wenn man da irgendwie überall durchgeht und dann sind da die kleinsten Barrieren irgendwie, wo man eigentlich drüber springen könnte. Ja. Und der Charakter aber, hier komme ich nicht vorbei. Der ist halt Quatsch. Nee, du kannst einfach einen großen Schritt drüber machen. Das wäre überhaupt kein Problem. Ja, mehr zu diesen Funktionen, guckt euch Viva la Dirt League an.
Oh ja. Die nehmen genau so eine Mechaniken richtig hart aufs Korn. Ach, herrlich. Herrlich. Großartiger Kanal. Ja, auf jeden Fall. Mir ist auch heute wieder, als ich wieder ein Ding geguckt habe, ist mir wieder aufgefallen, geil, Alter, das ist ein Kanal, den habe ich komplett durchgeguckt, ne? Also Ich noch nicht. ich muss noch. Obwohl, nee, das Einzige, was ich nicht von denen geguckt habe, war das Pen and Paper, Dungeons and Dragons, was auch immer Ding. Das hat mich tatsächlich nicht interessiert. Ansonsten habe ich wirklich jedes Video auf diesem Kanal geguckt. Ich wollte dich das gerade solltet fragen, ihr ob du schon bei- mal ein Pen and Paper gespielt hast, aber Ja. irgendwie Mach hast du Moschee schon. Heavy. Ja. Und alle Bei anderen, uns die auf dem dabei Discord. waren. Kommt zu uns auf den Discord. Ja, zum Pen and Paper spielen. Ja, da gibt es nämlich auch Pen and Paper Spiele. Ab und an Unter mal. anderem. So. Wenn Ja, noch Shehevi sich Kaviar. Was mache ich erbarmt, mit dem Kaviar? Mit dem Störleich? Was mache ich damit? Na, in noch so ein Reifefass. Oder hast du es aus dem Reifefass raus? Nee, Dann der Reifefass. Kaviar muss sodass- ins Reifefass. Ja. Weil dann wird er krass hochwertig und dann können wir den verkaufen. Und Okay, Dann ist das cool. packe ich den da jetzt mal rein. Was ist eigentlich gerade das Ziel? Was machen wir gerade? Werkzeuge verbessern noch. Ah, stimmt, haben wir immer noch nicht Also gemacht. ich muss noch Ah. meine Gießkanne muss ich noch verbessern und meinen Mülleimer. Also ich brauche noch 10 Iridiumbarren. Hä, ich kann den nicht ins Reifefass machen. Ah, nicht hier. Nein, und doch nicht im Keller. Hä? Ja, gut, ich habe mich blöd ausgedrückt. Nicht das Reifefass, wie heißt denn das? Einmachfass oder nur Fass oder irgendwie so? Ja. Also die hier im Lager stehen, die meine ich natürlich. So, ja, und ansonsten, der Ziel ist halt erstmal die ganzen Werkzeuge noch verbessern. Mhm. Und wenn wir das fertig haben, Alle Fässer sind voll. dann, ja, wenn ich packe hier bei der Krabbe da mit rein. Und wenn Ja, wir das komplett fertig haben. haben, dann Willys Boot. Weil dann, Okay. weil dann kommt ja ein ganz neuer Abschnitt auf uns drauf zu. Ein ganz, ganz neuer Abschnitt, den ich auch noch nicht kenne. Ich habe mich da auch wirklich noch nicht gespoilert. Sehr gut. Tatsächlich. Aber ich würde gern. Aber ich würde gehen. Ja, müssen wir mal Schädelmine wieder ein bisschen ballern. Ja. So, warte mal, ich habe hier noch. Nee, das kann ich ja gar nicht pflanzen. Egal. Ja, nee, Egal. deswegen genormte Tastaturen. Ja, also es ist ja eine Tendenz zu sehen, dass das schon in die Richtung geht. Ich meine, in welchem Ja. Spiel ist Shift nicht Rennen? In welchem Spiel ist Space Bar nicht Springen oder so? Also ist schon besser geworden. Ich erinnere mich früher Doom. Alter, Doom mit den Cursor-Tasten, ne? Oh ja, das war einfach echt noch mit den- anstrengend. Tomb Raider mit den Cursor-Tasten. Es gab vor allem halt aber noch gerade- nichts anderes. Vor allem noch Es gab ja gerade auch noch bei- nicht Maus. Ja, Also gab's schon, irgendwie aber noch die nicht Maus im gab's Spiel. Halt, ja, die gab es halt noch nicht als Eingabegerät für die Spiele quasi. Mir fällt gerade auf, ich kann doch meine Gießkanne sind eigentlich wir alt, voll Bob. im Lager lassen. Weil es gibt gar nichts zu gießen. So. Ja, was heißt alt? Gestern hat Lorena so abends erzählt, ey, überleg mal, wir haben jetzt 2022 und 1990 ist jetzt so weit, also nee, für die Leute, die jetzt geboren werden, ist 1990 so weit weg wie für uns 1950. Ja, es ist schon komisch. Weißt du, was auch Ähm, komisch ist? Du kennst doch Stan Laurel und Oliver Hardy, ne? Oh, warte. Dick und doof. Achso, ja. Laurent Hardy, ja. Stan ist einfach 100 Jahre älter als ich gewesen. Krass. Es ist so verrückt. Shit. Das ist wie, was habe ich letztens noch gelesen? Warte mal, ist der Tag schon, die Folge ist vorbei, oder? Ja, die Folge ist vorbei. Okay, warte mal, ich habe hier noch Sammeln Stufe 5, aber das Sehr mache schön. ich dann später. Ja, nee, kann ich auch noch kurz droppen, habe ich letztens gelesen, die Queen, ne, die ist ja sowieso sehr alt. Warte mal, die Queen ist derselbe Jahrgang wie Anne Frank und Martin Luther King. Ah, ja, stimmt. Das hatte ich gelesen und ich dachte mir so, Alter, stimmt, ne? Das ist halt so. Es ist what? Es ist
Alter, die wird einfach noch nach uns allen, wird die einfach noch da sein. Ja, die überlebt uns alle. Naja, das ist gut, dann kann sie mit ihrer Zeit was Vernünftiges anfangen und Butch Bob 42 gucken. Und auch mit Stimmt. Untertiteln. Genau. Stimmt, gibt's ja jetzt, ne? Also, if you're from the English-speaking nations, check out the subtitles. They are very good. The Undertitles. Ich habe früher wirklich Undertitles gesagt, erstmal, bis mir irgendwie mal gesagt hat, was meinst du mit Undertitles? Ich so, ne. Hä, wer hat das was da gesagt? was da unten so drunter steht und Amerika halt. Wer hat das gesagt? Amerika hat das gesagt. Ach, Amerika hat zu das mir. gesagt. Und dann so, nee, was meinst du? Ich so, die Schrift, die da so drunter steht, wenn es übersetzt und so, Subtitles und so. Und dann habe ich überlegt, weißt du, sonst ist alles Under und ob's bei Sub holt euch auf einmal eine griechische Vorsilbe dazu oder was. Ihr wisst doch auch nicht, was ihr wollt. Nee, wissen sie wirklich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, was ihr wollt, nämlich abonnieren, liken und teilen und Glocke drücken und in der nächsten Woche wieder einschalten und davor alle anderen Videos nochmal auf diesem Kanal durchgucken. Ja. Das wollt So ihr ist. machen. Genau. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns hier bald wieder. Kommt auch auf unseren Discord. Das wäre gut. Kommt auf unseren Discord. Ja. Tschüss. Tschüss.